Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zusammen weiter bei Let's Play Fake Order. Ich bin es sowieso fix, ich bin hier gerade in meinem Partybildschirm. Wir haben uns hier schon vorbereitet auf die nächste Area. Und es geht nun weiter. Beim letzten Mal haben wir es hier mit Chaldea zu tun bekommen. Sie wurde hier mit der Zeus Kleromia infiziert und hat uns hier angegriffen. Wir haben sie jetzt erstmal hier mit der Kleromia von Hephaistos in eine Art Trance gebracht und müssen nun die Artemis Kleromia finden, um sie zu heilen. Hephaistos Schmiedeeinheit wurde hier vom Antlitz der Erde von der Artemis-Kanone gebracht. Wir konnten gerade nun kommen und die Frage ist natürlich, wie eh und je, wie geht es weiter? Unsere Verbündeten schwinden und der Weg zu Olympus ist zwar uns nun klar, doch leichter wird es dadurch nicht unbedingt. Nichtsdestotrotz kämpfen wir weiter. Unser Ziel ist es jetzt erstmal Nemesis Island zu erreichen, wo die Artemis Kleromia als auch hier unser Mittel sein sollte. Ja, genau. So, das ist die Party. Genau. Wo auch hier unser Mittel sein sollte, hier Chaldea zu halten. Und nun geht es erstmal weiter in Sektion Nummer 18, Soldiers Sage Trap. Ich mag nicht in eine Falle laufen. Nein! Nein! Ich skippe dieses Kapitel. Skip-Button. Gleich Skip-Button aktivieren. Und erneut wurde eine Insel von der Artemis-Kanone ausgelöscht. Mit auch Hephaistos. Our ship full speed ahead. Our system screen. Our system are green on the shadow border too. And judging by the comms and link status, it looks like that's true for the other two ships too. Look like Hephaistos is gone now, along with the rest of Per's Island, damn it. I bet. He was only human for a god. Nonetheless, at the very end, he both saved our lives and created a bow designed to destroy Artemis. Genau, den haben wir beim letzten Mal auch noch bekommen. I only wish the other gods who sided with humanity had survived as well. Me too. I know the Greek gods are generally accept as very emotional beings, but at the same time. Das Interessante, wir haben ja noch was hier von Hephaistos, nicht von Hephaistos gehört, sondern von Prometheus. Der Mann, der eben den Göttern das Feuer gestohlen hat und den Menschen gegeben hat. Über den haben wir auch noch was gehört. You're not wrong there, Mesh. That definitely describes Lord Apollo. Hey now, you don't know that. I could just be an automated system running off a bunch of programs, right? It's more than possible to simulate a personality, along with extended display of emotions. Of course, if the system itself is designed to express emotion. Then who's to say there any difference between such fake emotion and real ones? And if there's a difference, what could it be? This is getting a lot more philosophical than I expected. This isn't about philosophy, this is a pure practical matter. What do you think, Orion? You mean about you guys having feelings? Of course you do. Well now, I'm surprised you didn't even need to think about it. What's there to think about? You could list all the difference between humans and machines you like, and it wouldn't change anything for me. Once you get to a point where you're testing zeros and ones for a nigh infinity, that's basically analog in my book. We all get to decide what emotions are for ourselves. It doesn't matter what anyone else says. Here, Apollo, I'll ask you myself, are your emotions real? Well, I'll be damned. I never thought I'd ever lose a debate to a barbarian like you. The fact is, when it comes to things you make and wish with your heart were real, it becomes impossible to tell what is real from what is not. That's enough talking. I'm going to head to the next island now. We might have evaded Artemis again, but Odysseus still knows we're here. If we dwell for too long, it'll only be a matter of time until he has us surrounded again. Our next stop is Ares Island, the island right before our ultimate destination of Nemesis. Ares ist, wenn ich mich nicht ganz irre, die Göttin der Morgendämmerung oder der Abenddämmerung. Irgend sowas war es zumindest, glaube ich. Hoffe ich. Ich hoffe, euch nicht anzulügen. I'm afraid Lady Chaldea is still comatose. That's because the Zeus and Hephaistos and the machines are fighting each other for control. So she's been effectively deactivated as a result. That said, I ran an analysis on the spirit ocean, and it looks like she's slowly wasting away. So it's a race against time then, huh? Yeah. In that case, I take it you won't mind if we set full speed ahead to Ares Island, fearless leader. Not at all.
Our next goal is to find the Athena clearer room here. Once we've used them to revive Miss Happy-Go-Lucky there, we use their to finish work on the Nautilus. From there, we'll be heading out to cut on the Tree of Emptiness, but of course, we need to figure out the right time to bring down Artemis and deal with Odysseus' army. And let's not forget we also need to take down Poseidon while we're at it. I say, isn't that a preposterous tall order? Forget tall, it's damn near impossible. That said, Iago is the very pirate ship that made the impossible possible, so don't worry, Subordinate A, I've got everything well in hand. Hahaha, sure you're not referring to me as Subordinate A, are you? I assume you mean the shifty, uninsured laborer idly fiddling around with the concert there, yes? It's Miniru. Habe ich ihn die ganze Zeit falsch ausgesprochen? Miniru. Ich sag immer Miniru. Na egal, Miniru. Free Symbols. That's not hard. Doch, kannst du nicht einfach, weiß ich nicht, Olaf heißen? Oder Alf? I'm gonna check on Charlotte. Oh, I'd like to come with you. Is it okay, Holmes? That's fine. I expect we'll be continuing our dive for some time yet. Die hat meine Sansa getötet. Das verzeihe ich ihr immer noch nicht. She doesn't look like she's in pain. No, she doesn't. Hopefully that's true, but there's no way we can tell she's not having, say, horrible nightmares. Da Vinci? Hey, sorry for the intrusion, but I thought I'd go ahead and take a little break myself. Oh, in that case, go ahead and take this chair. We don't mind standing. Thanks. You? Looks like you two have been through a lot, huh? We're not exactly out of the woods yet. That's for sure. Still, you made the right choice. No, that's not quite right. Back then, at the moment, you were in the right, completely and fully. I agree. Master, Senpai doesn't always Senpai doesn't always do the right thing. I know he snug food sometimes, for example. But I absolutely wholeheartedly support the choice he made back there. On the other side, you really shouldn't sneak food. It's not fair to the rest of us, and it's not good for you either. I just get hungry sometimes. Und bevor Goredofl alles bekommt, Fufu! It looks like you've made an enemy of Fu. Oh. Verdammt Biest! Verschwinde Bestie! Kev Pollack! We're coming up on Ares Island now. Yasin said he wants Maxi and Mesh to come to Iago. Understood. Please hang in there just a little longer, Corday. I promise we'll save you, Charlotte. This time I want to get in and get out as quickly as quietly as possible. Ich finde schön, dass hier die Okeanos-Musik wieder ist. Meine Kadoc Zemlupus Master Mesh. Got it. And bring back the Athena clearing as fast as you can. I stay here and ship to the... Was ist mit Orion? Got it? Good to have you on the team. Tja! Little punk. Well then, I will go scout ahead as per usual. Come, Master and Lady Mesh, let us be on our way. Thank you, Chiyome. I'm glad you're here with us. She's really happy to have someone looking up to her, I can tell. We have made the land. I smell blood in the air. Do not let down your guard. Blood? I don't smell any blood. Me neither, but I can feel in my bones that something went down there. Now that you mention it, I think maybe I feel something like that too. He really doesn't want Achilles to beat him at anything, doesn't he? Now that I can blame him. This must be the saucer for that smell. It's a dead demonic beast. Peesh, it's a little grotesque, isn't it? Well, it is missing its head, so... Let me see that. Yep, it was killed by a single strike. This was clearly a person doing. Based on the cut, I believe they must have used a sword similar large blade. Damn, that must mean Zaza's got here ahead of us. Then again, this is the closest island to Nemesis, so I guess it makes sense that they be here. In that case, we have all the more reason to secure the Athena clearing and make a hasty retreat. Fortunately, we know exactly where to look thanks to the Lord Device's precise coordinates. True. So we better get a move on if we are gonna make the most of our advantage.
Make sure you don't fall behind, Paris. Why am I the only one you're calling out by name? Of course, you're the one who was looking at butterflies and going, oh, pretty, for 5 minutes ago. No, Paris, I'm afraid I think your behavior may be too frivolous for our present circumstances. I'm sorry. Come on then, let's get going. We don't have any time to waste. No, we don't. No. According to Hephaestus, the temple should be directly to the northeast of these woods. Yep, there it is. I can see it over there. Und da werden uns die Truppen erwarten, denke ich jetzt einfach mal. Ja, wer hätte damit gerechnet? And there they guards. We should take them quickly before they have a chance to contact the others. Paris, I want you to get the ball rolling. You can handle that, right? Yeah, I can. How about you, Master? Are you ready? All good here. Let's do this. Okay, here I go. I'm counting on your help, Lord Apollo. Yeah. Wait, you meant as an actual ball? Ich muss sagen, ich bin immer noch nicht der größte Fan von Paris. Ich meine, ganz ernst, einfach alles wegen ihm hate ich hier nicht. Weil Leute, er hat Achilles getötet. Das kann ich ihm nicht ganz verzeihen. Aber Leute, Achilles hat er, wie gesagt, sieht halt, okay, komm, wir müssen hier Master helfen. Irgendwie müsste es halt hier alles glatt gehen. Aber er ist die ganze Zeit so, nee, Achilles, du bist so gemein, du hast meinen Bruder getötet, bla bla bla. Und ich muss sagen, auch Medicado hat ein wenig in meiner Sympathie verloren. Einfach weil, danke für die Stunts. Einfach weil er Hector anhimmelt. Das macht ihn leider sehr unsympathisch. Und ich weiß nicht, ob ich einen Hector-Liebhaber wirklich mögen kann. Muss ich mir nur überlegen. Egal, ich will Hector ist dope, Mann. Und er hat sein Schwert zum Glück nicht. So, oh Leute, Mann. Dieses blödes MLB-Sacker-Scope, Mann. Wie derbe wichtig das ist. Wie derbe wichtig das ist, Mann, für mich. Ihr könnt es euch kaum vorstellen, Mann, wie nice wir jetzt einfach Free-Turn farmen können, Mann. Oh, ist das schön. Bitte immer weiter so. So, dann dran. Ach, oh, mach ich das. So, das sind zwar Saber, aber letzte Welle heben wir uns für Gilboy auf. Ich könnte es natürlich immer alleine mit meinen ganzen Servants machen, aber das wäre doch langweilig, oder? So, Targets wird in P-Goods. Nö, Elefanten wird er eh nicht schaffen. Aber Leute, einfach diese MP anzusehen, Mann. Ach, ich kann nicht nochmal Welle an Castern kommen. Er ist so cool, Mann. So. Aber es hat, wie fast vermutet, nicht gelangt. Ich weiß immer noch nicht, was die hier haben, dieses Tierexport. Increase, die haben ja immer diese Increase Attack und Decrease Damage Received. Also, sie bekommen weniger Schaden von uns. Das verstehe ich schon so. Also, ich hoffe zumindest. Oh. Tolle Karten. Ja gut, den Saber wird er sicher töten, aber trotzdem. Machen wir einen schönen Achilles-Quit und jetzt packen wir wieder unser Sword of Raptors, Mann. Oh mein Gott, das hat sich schon gelohnt, Guild to Grail. Fuck, das sind doch mal das, Junge, Mann. Naja, decent Damage, liebe Leute. Er lebt noch. Oh, er lebt noch. Schade. Aber trotzdem, 125 und ich meine, wir haben jetzt nicht viel Boss, wir haben jetzt nur den blöden Waiver-Boss. Hat man noch mehr Boss, dann... Ich meine, die optimale Variante wäre immer noch mit Spartacus und Arash. Und als zweites Ding nehmen wir uns dann immer noch einen Merlin dazu, aber hey. Wie gesagt, ich wollte meinen Bro Achilles hier reinpacken, Mann. So, komm, pass! Ah, Tiara! Jo, eine Tiara noch! Eine noch! 16 Tiaras brauchen wir! Oh, ich habe nicht auf die Belohnung geschaut. Bitte lass die Belohnung Tiara sein. Können wir nochmal eins wieder von unserem guten Boy hier leveln. Hey, they were so much stronger than I thought. Yes, they were. At that field, they were on another level than those ones we fought before, didn't they? Ah, well, doesn't matter now. We don't have time to stand around wondering what if. Let's keep moving. Und ist das jetzt hier Artemis, oder? Chiyome. Ah, damn it, I just felt the same thing. It would seem another message has been left here for us. Max authorization complete. Initiate prior visitor support mission. Uploading holographic data. Oh, unsere Servants wieder, oder? Hey there, looks like they're still alive.
This will probably be the last transmission we send from Atlantis. You should be able to acquire the Athena Cleanomere. You came here once it's over. How are you holding up, Master? Of proper human history. We have not yet met, but I hope you are not too exhausted. Between the robotic gods, the nanomachine, the infested demonic beast, and Odysseus, there are more than enough adversary here powerful enough to break your spirit. I can only hope you found the strength to continue to unrun. As for us, we finished most of what we needed to accomplish, and we've made a few arrangements we hope will prove useful later. All that remains now is that you hope they work as intended. Mojike Chiyome, Medicado, I'm sorry for asking you both to stay behind. Though I know Yasun bailed out of his own accord. It's okay. I'm positive that Yasun will bounce back sooner or later. Anyway, there you have it. We'll be setting off to Olympus now. I promise, we find a way to help you. Odysseus' army is right on our heels even as we record this. Chevalier Dion, Charles Henry Sanson, can I ask you two to handle the rest? Of course, though I'm afraid we won't be able to do much more than buy the rest of you some time. Just be sure you make one most of the time we buy you. Wer ist dieser Archer, Mann? Of course, the time you buy us here will be worth its weight in gold. What is Kentucky? You know, since this is the last time we're gonna call, I just thought I'd say something before we hang up. See you on Olympus, Master of Chaldea. I'll be waiting here for you, and I'll make sure you have some lovely tea at least ready. Alright, the Master of Chaldea. We look forward to meeting you. Good luck. Ich weiß immer noch, wer die Archers. So the identity remained a mystery. Right to Rivian. Ich find's lustig, man, dass sie Yasun und Ding hier zurückgelassen haben. Weil dann, also theoretisch, wenn sie nicht schon gestorben wäre, die Identität jetzt rausgekommen, aber dann gut. Athena? Here comes the Athena Cleanomere. I start the extraction procedure. So, und dann wacht unser hoffentlich unsere gute Schale wieder auf hier, oder? So! Hallo? Achso, okay, gut. Oh, Leute, ich habe keine EP mehr. Ne, einen Bronzenapfel können wir dafür schon aussetzen. So. Gut. Ja. Bis jetzt habe ich noch keinen Apfel. Doch, ich glaube, einmal habe ich einen silbernen eingesetzt. Na, Bronzen. Also ich glaube, ich bin bei 3 bronzenen Äpfel. Das ist in Ordnung. Aber wir werden jetzt mal einen goldenen einsetzen. I think the Chromie extraction complete. It looks like there's only enough for one servant. So, this will let us put Chaldea back to normal, huh? Hope so. You don't sound too sure. I understand that the plan is use the Priesters Kirei to keep Zeus Cleanomere at bay. Until we can use the Athena Cleanomere to get rid of them. But that is easier said than done. Every part of it is taking a significant toll on his spirit origin. Yeah, that's true. Hell, his spirit origin was already on the verge of falling apart thanks to Zeus Cleanomere alone. Who knows if she'll be able to handle the removal. Only the gods know, as they say. He's right. All we can do now is bring the stuff back to Chaldea. Of course, this will be all for nothing if she ends up dying. Shut up, Apollo, or I turn you into a soccer ball. You keep your hands off Lord Apollo. That's up to him. Alright, we have heard the others the last messages, and we have acquired the Athena Cleanomere we came for. Best we leave while we can. Right, let's go. Gegner, Gegner, Gegner. I see him. I'm taking the shot. Sorry, Master. Hä? Was? Achilles! Master! Everything just went black for a moment. I had to move at ultrasonic speed, that's why I apologized in advance. Damn it, they figured out we're here. An archer. Where did the arrow come from? Hang on, Master. I'll be right. Achilles, stay back! Huh? Mash, your shield! An archer, an archer. Oh, what a shame I missed. That's cause I made you miss. I still feel sick whenever I see you. Oh, der Mann, der ihm seine Wunde zugefügt hat, oder? What the hell? You're doing at aiming at Master Chiron. Oh! Chiron. Der Mann, der Weise, der unseren Asklepios, Herkules und natürlich auch Achilles Mentor war.
Ein Ausgesandter der Götter hier, ausgebildet in Heilkünsten, der viele griechische Helden gelehrt hat. Und hier ein Zentaur wurde, der schließlich dann in den Tod gestürzt wurde durch die Taten der Götter. Und nun greift er uns an. Übrigens, bester Fight, er gegen Achilles und Fate Apocrypha. Why wouldn't I? It is the soundest, most efficient strategy. And when the enemy's most key figures are so completely helpless on the field of battle. Warte, er war aber nicht der Archer, oder? In der Vision. Don't you think it only makes sense to go after him first? It can't be! No, wait. Achilles, is he? Yeah, he's the Lostbelt aligned Chiron. Chiron. He was the one who taught Jason, Achilles, Heracles, and Asclepius. He's the greatest sage Greece has ever known. If he's on the Lostbelt side now, then there's no room whatsoever to resolve this peacefully. Damn it! You just have to all rush him at once. It's the only way you can win. Jason's plan is a good one. Heroes I have never had the pleasure of meeting. However, there's one thing I must say in response. Did I ever say I was alone? Damn it, I should have known. He'd be good at this. There are no records in proper human history of Chiron ever taking part of battle himself. But it would seem the same is not true in this Lostbelt. Right you are. Whatever the Chiron of your world may have been like, I'm finally on the god's side in this conflict. Whatever you guys do, don't let your guard down. It's gonna do everything I can to keep Master out of harm's way. Don't expect much of support from him. I'm not planning to stop for anything. Okay. Sehe ich das gerade richtig? Oh nein. Nein. Also ich kann keine Befehle dabei einsetzen, oder? Ihr seid so kacke, Mann. Das macht die Sache unerwartet schwer. Ja, ich überlege gerade, wie wir das am besten hinbekommen. Ja. Ich glaube, ich werde meinen Waiver rauslassen. Den in der Hinterhalt lassen. Und mit Doppel Bright agieren. Am besten Bright mit Taunt wäre natürlich mein Highlight. Weil ich werde jetzt hier, denke ich mal, nicht changen können. Das ist doof. Das mag ich nicht. Ja gut. Wir haben hier natürlich auch Asclepius drin. Als kleinen Schüler hier. Jetzt ist die goldene Frage. Ach komm, das wird schon schief gehen, liebe Leute. Ihr werdet aber ich kann keine Befehlszauber aktivieren. Na gut, ja, machen wir das trotzdem so. Das wird schon schief gehen, liebe Leute. Ein, zwei Mal sollte man sein Piep mit Spaces da raushauen und danach heißt es einfach ein bisschen aufs Beste offen. Aufs Beste offen ist immer eine gute Devise. Also, es ist nicht der Chiron aus unserer Welt, es ist nicht der Chiron, den wir aus Apocrypha kennen, also hätten wir das Event durchgespielt, die Story kommt noch, sondern es ist der Lostbelt Chiron und ein so eingeschworener der Götter, der auch natürlich den Tiersklerome hat. Und ich dachte mir fast keine Befehlszauber. Keine Command Seals, das wird schön. Ja, das ist gerade nämlich sehr dumm, das heißt, ich kann nicht vernünftig loopen. Der Vorteil ist aber... Na, wir haben keinen Vorteil. Ich hätte halt jetzt verdammte Space-Karten gebraucht und nicht diese Kackkarten. Boah, seid ihr alle nervig, Mann. Lass mir ja 2 Space-Arts-Karten ziehen, das ist genauso gut, Mann. Ja, liebe Leute, Mann. In den Züge-Quasar! So, jetzt ist die Frage, langt das für Achilles? Nee, fast, aber, jo. Ja, aber jetzt kann ich beim nächsten Mal, kann ich doch 2 Arztkarten mit dir ziehen, oder? Was, Evade? Du bist so ein Kackviech. Du bist, oh Leute, ich mag Chiron nicht, das ist mir gerade aufgefallen. Das ist jetzt richtig scheiße. Reduce Attack Damage, one left, aber das ist gut, okay. Und da er uns angegriffen hat, hat er uns auch hier einen Gefallen getan. Jetzt ist die goldene Frage. Wir machen so. Ja, es ist wichtig, dass die finale Karte gut Damage macht. Es wäre zwar schön, hätte man 2 Arztkarten gezogen, aber egal. So. Passt. Da nochmal Edin Sugar quasi.
Und wir haben ja noch unsere 50% MP-Batterie. Das heißt, sie müsste jetzt zu 30% refonden, dann die mit der Extra-Konst hier vielleicht so auf 45% kommen, dann 3% drückt sie dazu, das kann schon schief gehen. So, und der Damage wird immer mehr. Okay. Oh, ich vergesse immer, dass jede Extra-Karte MP so fett Damage macht. Ja, okay, die Crystals kannst du mir klauen, das ist mir wurscht. Crit up, ist mir auch wurscht. Ist mir auch wurscht. Du machst es uns gerade. Oh ja, der hätte so gerne Bright töten können. Hätte ich kein Problem gehabt. Also tut mir leid, Bright, dass ich das so dramatisch sage, aber es ist leider so. Also. Come and get some Pferdi, Mann. Den Zucker Quäser, ich dachte. Oh mein Gott, ihre Extra-Karte ist immer so hart nice, Mann. Ja, stimmt, die MP macht ihre Extra-Karte immer mehr Schaden, Mann. Ach, ist das geil, Mann. Return Achilles, Return Achilles. Der Refund ist so sick, Mann. So. Wäre so schön, wäre jetzt Brightfall noch in der Runde gestorben. Ah, oh, warte mal. Easy like pie. Weil ich wollte sagen, da kann ich für mein MP. Ich habe vergessen, dass ich einen MP-Charge habe. Aber mal entspannt, 4 MPs am Stück, so ganz leicht, easy peasy, ihr wisst schon, wie man das macht, man. Da, sick Damage raus an. So. Okay, jetzt gehen wir aber wirklich die MPs aus, Mann. Jetzt gehen wir leider wirklich die MPs aus, Mann. Schade. So, das hättest du ja alle vormachen sollen. Jetzt brauche ich auch keine tote Brides mehr. So, aber na gut, machen wir den. Habe ich überhaupt Karten mit ihr? Lohnt sich das überhaupt? Ja, eine Bastelkarte. So, und zack, zack, zack. Weggebastert. Ein schöner Fight, Mann. So. Okay, Antik wäre das ein schwerer Fight gewesen, hätte ich keine Space-Stück gehabt. Letztes Jahr um die Zeit mal mit meinen ohne AoE zu machen. Da hätte ich wieder alles hoffen müssen, dass es mein Enki-Bro schafft. Nun gut, liebe Leute, wir machen an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann weiter und wir schauen dann mal, wie es mit unseren Göttern weitergeht. Und natürlich mit unserem werten Chiron. Bis dann, haut rein, auf Wiedersehen.